Hallo, ich begrüße euch zu meiner Keynote. Es betrifft die Plattform zur KI-Weiterbildung in einer offenen Gemeinschaft zur gegenseitigen Förderung. Diese Plattform ist fächerübergreifend angelegt und beginnt mit einem Zitat, welches ich mit ein paar Fragen der KI selbst für eine Selbstbeschreibung aufgetragen habe. Die Antworten, und das sind pro KI mehrere zur Auswahl, die will ich euch nicht vorenthalten, aber die will ich jetzt nicht hier in der Keynote alle vorlesen oder anzeigen, sondern ich habe beschlossen, diese Keynote interaktiv zu machen in Form eines H5P-Videos. Und das könnt ihr starten, wenn ihr bei YouTube in der Beschreibung unter dem Video auf den entsprechenden Link klickt. Dann findet ihr die Antworten von ChatGPT, von Gemini und vom Copiloten und könnt die komplett lesen. Das, was ich jetzt hier in dem Video machen möchte, ist euch eine Vorlage zu zeigen und zu erklären, die ihr selbst nutzen könnt, wenn ihr bei dieser Plattform mitmacht. Ich habe diese Vorlage ausgearbeitet und erkläre dann auch gleich ein paar Beiträge, die dort schon vorhanden sind. Das, was ihr hier ohne großen Aufwand nutzen könnt, das ist die Plattform Astra, wer weiß was nicht. Dort könnt ihr euch einfach anmelden, indem ihr den Benutzernamen Astra und das Kennwort Astra, alles in Kleinbuchstaben geschrieben, eingebt und dann seid ihr drin. Warum habe ich das gemacht? Ich hätte ja einfach die Plattform auch so freigeben können. Ich habe das gemacht, um zu zeigen, dass die am weitesten verbreitete Plattform bei Content Managements, das ist WordPress, die kann man so einrichten, dass die nicht für alle Menschen zugänglich ist, sondern nur für die, die man zulässt. Und mit Astra als Benutzernamen und Astra als Kennwort ist das so gedacht, dass ihr stattdessen dann später euch selbst einen Benutzernamen überlegen könnt, beziehungsweise ein Kennwort, und dann seid ihr auf der Plattform, wo dann nur intern diskutiert wird. CC, wer weiß was nicht, das ist die englische Abkürzung für kollaborative Gemeinschaft. Und da kommt man dann nur mit Anmeldung ran. Wie das im Detail zu verstehen ist, seht ihr wiederum in einem Link auf dem interaktiven H5P-Zusatz bei diesem Video. Wenn ihr dann die Selbstbeschreibung der künstlichen Intelligenz gelesen habt, seid ihr vielleicht motiviert, da mitzumachen. Die Details findet ihr auch in einem Link auf dieser Plattform, die interaktiv ist. Ich möchte die verbleibende Zeit bei dieser Keynote dazu verwenden, ein paar Beiträge auf der Plattform vorzustellen, damit ihr einen Eindruck habt, worum es dort geht, was ihr erwarten könnt. Und das findet ihr dann auch auf der Astra-Plattform, einfach wenn ihr auf den Link klickt und Benutzername und Kennwort einmal eingegeben habt. Da ist zunächst die Beschreibung des Titels, also die Startseite. Die ist dort zu sehen. Da seht ihr eine Gruppe von Menschen, die sich um veganes oder vielleicht auch nur vegetarisches Essen gruppieren. Das Bild ist KI generiert, genau wie nebenan die Vernetzung, die angedeutet ist rund um eine Weltkarte. Dann haben wir hier ein Bild, das betrifft die KI-Geschichte. Da ist Elon Musk abgebildet vor fast 30 Jahren, als er die ersten Versuche mit KI machte. Dann haben wir hier die Inspiratoren, das heißt die Menschen, die mich inspiriert haben, in meinem Profil, was auch verlinkt ist. Da habt ihr gesehen, dass ich die ersten Jahre nach dem Physikdiplom als Vertriebsmitarbeiter Apple-Computer verkauft habe. Dabei habe ich auch Steve Jobs einmal persönlich auf der Hannover Messe bei der Einführung des Macintosh gesehen. Und da hat man dann also auch einen Beitrag zu erwarten.
Dann habe ich hier aber auch, weil in meinem Umfeld auch Theologen sind, auch die finnischen Freunde, mit denen ich da diskutiert habe, sind in dem Bereich Theologie unterwegs, Pfarrer oder Pädagoge. Da habe ich einen Beitrag, da geht es um die Effizienz, mit der Gemeinschaften gebildet wurden und wie sie am Wachsen gehalten wurden. Paulus und die Paulusbriefe, das ist ja das, was also in der Antike im Prinzip ähnlich funktioniert hat wie heute die sozialen Medien. Dann haben wir hier ein Fallbeispiel, was man als Theologe oder als Religionslehrer zum Start einsetzen könnte, zum Beispiel bei einer Konfirmandengruppe. The most famous influencer forever ist das beschrieben. Die Person will ich da jetzt nicht benennen, das sollte man schon selbst wissen. Dann kommt eine Quizfrage an die neuen Konformanten. Welcher Influencer hatte 2000 Jahre nach seiner Hinrichtung circa 2 Milliarden Follower weltweit? Das, denke ich, werden fast alle wissen. Und dann kommt noch eine Quizfrage dazu. Das betrifft meine Erfahrung mit meinen Kursteilnehmern, die zum großen Teil Abitur oder höhere Bildung, viele haben auch ein Studium abgeschlossen, haben. Und da stelle ich dann immer wieder fest, beim Dreisatz und bei der Prozentrechnung gibt es Defizite. Da ist die Frage, ist die Zahl der Follower größer als die Gesamtzahl der Einwohner Deutschlands? Und dann könnte man natürlich auch noch eine weitere Frage anschließen. Wie viel Prozent der Menschheit sind Follower dieser hier abgebildeten Person? So, das sind also viele Dinge, die man hier in diesem Zusammenhang mal andenken kann. Ich habe dann noch weitere Titelbilder hier im Hintergrund. Eines betrifft hier das Bild mit den Pyramiden und einem Ausschnitt aus meiner Diplomarbeit aus dem Jahr 1982. Warum wurden die Pyramiden gebaut? Die damaligen Herrscher, die Pharaonen, die wollten der Nachwelt was hinterlassen, ihre Unsterblichkeit, ihre Bedeutung oder was auch immer. Und dafür waren Tausende von Menschen erforderlich, um solche Bauwerke zu errichten. Das hat auch viel Geld gekostet, aber das konnte man sich in Ägypten damals leisten. Und da habe ich mir überlegt, ja, was müssen wir heute haben, um der Nachwelt was zu hinterlassen? Und das ist viel einfacher, ne? Wenn wir bei den sozialen Medien mitmachen, wenn wir bei YouTube Videos produzieren, dann kann man davon ausgehen, dass die für immer in den Archiven lagern. Das wird hier möglicherweise mit meiner Diplomarbeit, die vor über 40 Jahren geschrieben wurde, genauso sein, wenn sie einmal im Internet ist. Dann kann es sein, dass vielleicht jemand in ein paar hundert Jahren sagt, Mensch, da war doch mal was, da ist einer zitiert, was hat der gemacht? Und dann stößt man vielleicht auf dieses, was hier eben einmal abgebildet ist. Das wäre dann im Prinzip ein digitales Denkmal, also keine Pyramiden, die viel Geld gekostet haben, sondern etwas, was ich in relativ kurzer Zeit gescannt und im Internet hochgeladen habe. Dass Menschen der Nachwelt was hinterlassen wollen, das gibt es auch schon seit der Steinzeit. Da gibt es die berühmten Höhlen von Lascaux. Da sind Jagdszenen abgebildet, Tiere, die man jagte oder die man damals verspeiste als Nahrung. Und das kann einfach Ausschmückung der Höhle sein. Das kann aber auch sein, im Prinzip eine steinzeitliche PowerPoint-Präsentation, wie man den Nachkommen oder den Mitbewohnern erklärt, wie man bestimmte Tiere oder Beute erlegt. Daneben sehen wir dann noch da ein Bild, was aus der Pyramidenzeit, aus dem alten Ägypten kommt. Und da werden also auch Dinge beschrieben, die die Herrscher damals der Nachwelt hinterlassen wollten. Dann habe ich einen der wichtigsten Menschen für die Ausbreitung des Christentums hier abgebildet. Paulus war derjenige, der es schaffte, mit seinem Wirken, mit den Paulusbriefen, seinen Reisen, das, was bei Christus dann da passierte, von Geburt bis zu seiner Hinrichtung am Kreuz, der Nachwelt zu hinterlassen. Und damit wurde dann auch die Urkirche gegründet. Und wie viele Menschen da heute immer noch
Mitglied sind oder zumindest den Glauben verhaftet sind, weil sie Weihnachten feiern oder Ostern oder Pfingsten. Ich will jetzt nicht mehr allzu viele Titelbilder beschreiben. Hier sehen wir einen von KI konstruierten Grabstein. Den würde ich wahrscheinlich in der Realität nicht ganz so machen, aber ein QR-Code auf dem Grabstein, der macht schon Sinn. Ganz einfach deshalb, weil er viel mehr und viele dynamische Aussagen über den Verstorbenen und sein Gedenken hinterlässt, als das, was heutzutage auf Grabsteinen steht. Da steht ja meistens nur der Name und das Geburtsjahr und das Sterbejahr und das war's denn auch. Und die Menschen, die da vorbeigehen, ja, die nehmen das vielleicht zur Kenntnis, die ihn kannten, die denken noch mal daran. Aber wenn da ein QR-Code stehen würde, dann könnte man einfach sein Handy auspacken und sich umfassend über die Person und das, was sie der Nachwelt hinterlassen wollte oder will, sich informieren. Das sind also viele Gedanken, die ich also hier bei diesen Beiträgen in der Mustervorlage für dieses Content-Management-System, was nur für geschlossene Gruppen gedacht ist, bereitstelle. Die letzte Folie, die ich hier habe, da steht Expertendialoge. Das heißt, innerhalb dieser Plattform, da haben wir ja keine Kosten außer geringen Einschreibegebühren, zumindest am Anfang sind sie gering. Wer dabei bleibt, der zahlt auch nie mehr etwas. Aber die Einschreibgebühr, die ist ja dynamisch. Je später man kommt, je mehr muss man zahlen. Aber wenn man dann dabei ist, kann es ja sein, man hat bei den anderen oder bei Personen, deren Wissen man nutzen möchte für seine eigenen Gedanken, keine Gegenleistung anzubieten. Da könnte es sein, dass man sagt, okay, ich biete dir ein Honorar an und diejenigen, die bereit sind, etwas gegen Honorar zu tun, die können das auf ihrer Autorenseite, das heißt da, wo sie ihr Profil bereitstellen oder wo sie ihr eigenes Profil auf der eigenen Webseite verlinken, das können sie ja andeuten, dass sie bereit sind für Dialoge mit Menschen, die auf dieser Plattform aktiv sind. Also Expertendialoge. Das könnt ihr euch aber auch alles über die entsprechenden Links anschauen, die ihr in dem H5P-Video findet. Das Video ist jetzt lang genug. Ich würde bei einer Länge, die diese Dauer hier überschreitet, wahrscheinlich einschlafen. Das will ich also jetzt nicht provozieren. Deshalb bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ihr euch bei der Plattform anmeldet. Vielen Dank für heute. Tschüss.